Einen wunderschönen guten Morgen aus der Altstadt hier in Bukarest. Im Rahmen meiner YouTube-Serie in 5 Minuten um die Welt geht es heute um das völlig unterschätzte Heimatland Draculas. 5 Minuten Rumänien-Rundreise beginnen jetzt. Volle 12 Tage haben Greg und ich nun in Rumänien verbracht. Einem Land, von dem wir vor der Anreise wirklich so gar nichts wussten. Greg and I have just touched down in Bucharest, the capital of Romania. Natürlich reichen 12 Tage ganz und gar nicht aus, um mein Land wirklich kennenzulernen. Aber immerhin wissen wir nun, was hinter der sagenhaften Geschichte Draculas steckt, warum Sibiu auch Hermannstadt heißt und dass die rumänische Küche unfassbar lecker ist. Unsere Rundreise begann und endete in Bukarest, genauer am Flughafen Henrico Anda, einem von insgesamt 14 internationalen Flughäfen des Landes. Von hier dauert es mit dem Bus etwas über eine Stunde, mit dem Taxi oder Uber rund 40 Minuten in die Bukarester Innenstadt. Bukarest selbst ist eine charmante, wenig hektische Großstadt mit unzähligen alten, pompösen Gebäuden aus der Zeit des Kommunismus. Preistechnisch ist der Altstadtkern wie in den meisten Metropolen im Vergleich zum Rest Rumäniens gehoben. Ein Restaurantgericht kostet hier um die 10 Euro, ein Kaffee 2 und ein Glas Wein 2,50 bis 3 Euro. Dafür ist die Stimmung aber besonders bei gutem Wetter ausgelassen und es gibt kostenloses, superschnelles Wi-Fi in fast jedem Café. Von der Hauptstadt entschieden wir uns für eine Zugfahrt Richtung Norden. Nach stolzen 6 Stunden in einem zugegeben etwas stickigen, aber bequemen Zugabteil. Zugfahren in Rumänien dauert etwas länger als bei uns in Deutschland mit den ICEs. Erreichten wir Hermannstadt in Transsilvanien. Wenn man in dem mittelalterlichen Ort Hermannstadt hier in Rumänien ankommt, denkt man zunächst einmal, dass man sich verlaufen hat, denn dieser Ort könnte gut und gerne auch in Deutschland liegen. Tatsächlich wurde Hermannstadt im 12. Jahrhundert von den Deutschen besiedelt und auch heute noch sprechen viele Einwohner hier fließend Deutsch. Diese kleine mittelalterliche Stadt ist unglaublich fotogen und du kannst die bildhübschen Gassen ohne Probleme zu Fuß erkunden. Die Altstadt in Sibiu ist bis heute in einen oberen und einen unteren Teil aufgeteilt. Eine Stadtstruktur, an der man die mittelalterlichen Herrschaftsverhältnisse in ihrer klaren Trennung zwischen Ober- und Unterschicht deutlich erkennt. Als dritten Ort unserer Rumänien-Rundreise wählten wir den Geburtsort Draculas. Einer der Hauptattraktionen in Brașov ist natürlich das sagenumwobene Schloss des Grafen Dracula. Der zu seinen Lebzeiten hier angeblich gehaust haben soll. Während unserer Tour im Schloss haben wir allerdings erfahren, dass die Romanfigur, die als Beispiel für den Grafen Dracula diente, dieses Schloss wahrscheinlich nie erreicht hat, geschweige denn hier gelebt hat. Obwohl Bran Castle durchaus einen Besuch wert ist, hat mir die Altstadt Brașovs mit ihrem belebten Rathausplatz, der Schwarzen Kirche und den umliegenden Hügeln und Festungen um einiges besser gefallen. Bei Sonnenschein tummeln sich in den Straßen Brașovs die Touristen. Aber wenn sich der Himmel in Transsilvanien verdunkelt, begreift man sofort, warum der Autor der Dracula-Story sich ausgerechnet diesen Ort für seine Geschichte aussuchte. Gerne hätten wir das Umland Brașov sowie den Norden Rumäniens noch weiter erkundet, denn hier erwarten sich noch viele weitere beeindruckende Burgen, uralte Kirchen, herzliche Gastfreundschaft und authentische rumänische Küche. Probiert während eurer Reise aber auf jeden Fall Sarmale, ein Gericht, das aus mit Fleisch gefüllten Kohlrouladen, mit Käse, Sauerkraut und Polenta besteht und gönnt euch anschließend einen verdauenden Absacker des Nationalgetränks Palinka. Und der Kreis schließt sich in Bukarest, dem An- und Abreiseort unserer kurzen, aber wunderschönen Rumänien-Rundreise. Natürlich kann man, wie gesagt, das Land nicht in 12 Tagen kennenlernen, aber ich hoffe, ich habe euch trotzdem einen ersten Einblick vermitteln können, was es in den Orten Bukarest, Sibiu und Brașov so zu sehen gibt und euch vor allem den Anreiz gegeben, das Land selbst einmal zu besuchen. Offene Fragen dürft ihr mir natürlich jederzeit in den Kommentaren hinterlassen. Und wenn ihr mehr zu dieser Serie in 5 Minuten um die Welt erfahren wollt, bleibt einfach bis zum Ende des Videos dran, im Abspann geht es dann gleich weiter. Weiter geht es auch für mich und Greg zurück nach Deutschland für 1-2 Videoaufträge und anschließend nach Trento in Italien für eine Videokonferenz, nach Toronto in Kanada für einen Familienurlaub und dann nach New York City. Natürlich vielen Dank fürs Reinschalten und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos.
Tschüss aus Bukarest in Rumänien.